Ist das Spiel nicht extrem Pay to Win? Extrem würde ich nicht sagen. Es ist Pay to Win, ja. Also wenn du meine persönliche Meinung hören willst, du kannst theoretisch jetzt anfangen und dir alles für Geld kaufen. Du kannst deinen Charakter boosten lassen von anderen Spielern für Ingame-Währung, für Premium-Währung. Und du kannst dir alles kaufen, was du willst. Aber es würde... Also du könntest dir den perfekten Charakter einfach kaufen, mehr oder weniger. Also perfektes Equipment und den Charakter boosten lassen, ohne eine Stunde selbst zu leveln. Aber... das würde dich halt straight up wahrscheinlich über 10.000 Euro kosten. Wahrscheinlich sogar mehr. Also deutlich mehr als 10.000. Und dann hättest du was genau gewonnen? Also das ist wirklich unfassbar teuer. In meinen Augen ist das eher Pay to Lose als Pay to Win. Weil ich noch nie verstanden habe, was es einem bringt in einem Game, das man quasi keine Sekunde gespielt hat, perfekt rumzulaufen. Und dann bist du Max-Level, hast fertiges Equipment. Warum spielst du dann überhaupt noch? Dann bist du ja fertig mit dem Spiel. Da hast du sehr, 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 sehr viel Geld ausgegeben. Also wirklich sehr viel Geld. Das ist wirklich sehr teuer. Und was hattest du dann davon? Also... ja, so gesehen kannst du das schon sagen, aber jemand, der das macht, ist eigentlich fast nur zu bemitleiden. I don't know. Ich meine, sicherlich kann man das in jedem Game sagen, jemand, der auf einen Schlag so viel Geld ausgibt, kann man eher bemitleiden. Andererseits, wer so viel Geld ausgibt, hat vermutlich auch sehr viel Geld, also es kann ihm wahrscheinlich egal sein. Aber worum es ja geht, ist einfach die Tatsache, dass diese Leute das Spiel dann offensichtlich gar nicht so sehr mögen. Weil, dass man casht, ist ja nicht schlecht und es ist ja gut, dass Leute cashen. Aber wenn man so viel casht, ist ja die Frage und alles skippen möchte, warum man dann überhaupt spielt, wenn man alles skippt. Also es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Dann hat man ja nichts von der Experience, wenn man alles nur schnell einkauft und skippt. Deswegen ist das ein schwieriges Thema. Aber definitiv, dass Pain dich vorwärts bringt. Aber meine persönliche Meinung ist, ein bisschen Pain, zum Beispiel beim FEC, wenige 100 Euro oder selbst 50 Euro beim FEC-Start, kann einen riesigen Unterschied machen. Also kluges Pain, kluges rein Pain, ist wesentlich effektiver, als auf Krampf sein ganzes Geld reinzubuttern. Kluges Pain beinhaltet Couple Housing, Battle Pass, Sachen, die dir unfassbar viel Value geben für verhältnismäßig wenig Geld. Kluges Pain läppert sich aber auch am Ende 100 Euro für ein Game ausgegeben. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber dann hast du trotzdem immer noch Hunderte statt Tausende. Und ich meine, wie viel musst du payen, dass du das wirklich erreichst? Schau mal, wenn du Battle Pass kaufst, also wenn du immer 100 Euro auflädst, dann hast du 11.000 F-Coin. Wenn du nur den Battle Pass und so einmalige Investments wie Couple Housing für deine Main Character hast oder so, dann zahlst du einmalig, was sind das, 2.800 F-Coin oder so, im ersten Monat. Und dann jeden Monat nochmal 1.200, oder? Kostet es, glaube ich, der Battle Pass. Das heißt, du cashst einmal 100 Euro und bist eigentlich für das gesamte restliche Jahr fertig. Musst nach 11 Monaten oder so, oder nach 10 Monaten, musst nochmal reincashen. Ja, aber das ist quasi einmal im Jahr. Und wie gesagt, wenn du aber gerne spielst und so, und das dann auf den Monat runterbrichst oder auf deine Spielstunden runterbrichst, ist das ja verhältnismäßig dann eigentlich gar nicht so viel. Beziehungsweise, das muss halt jeder selber wissen. Aber da hast du wahrscheinlich das Maximum aus Nutzen und Spaß.
Wenn du nur auf Krampf reinpayst, dann gibst du viel mehr Geld aus und hast am Ende vielleicht sogar weniger Spaß, weil du dir das gar nicht erarbeitet hast oder weniger und du eigentlich wirklich nur gepayt hast. Und das macht in meinen Augen ja mehr Sinn. Oder mehr Spaß. Zumindest. Also, sieht natürlich jeder anders und offensichtlich gibt es Leute, die so viel Geld für Videospiele ausgeben. Nicht unbedingt in Flive, aber in anderen Spielen bestimmt. Mehr noch. Aber trotzdem ist kluges Pain, also klug in Anführungszeichen, strategisch wäre vielleicht das richtige Wort. Strategisches Pain in Flive kann dich wirklich sehr weit bringen und ist verhältnismäßig günstig, wahrscheinlich, wenn man es mit anderen Games vergleicht, wo ähnliche Vorteile wie Battle Pass oder so dich deutlich mehr Geld kosten würden. In meinem Flive ist halt auch der Vorteil, dass man sich fast alles durch Spielen auch finanzieren kann, durch Events und so weiter. Wenn man viel spielt, natürlich nur. Das hast du halt in vielen anderen Games nicht so. Also, es gibt leider auch in Flive viele Sachen, die man nur aus dem Cash-Shop bekommt oder Sachen, die man nur aus dem Cash-Shop bekommt. Wie Couple Housing und Battle Pass. Aber es ist im Verhältnis zu anderen Games doch relativ wenig. Also es gibt Games, die sind viel schlimmer. Da kannst du Sachen nur aus dem Cash-Shop kaufen und das sind aber viel wichtigere oder bessere oder einfach mehr Sachen. Also Flive hat noch eine gute Balance. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass zumindest Couple Housing mit Traded Bar gemacht wird. Und Battle Pass, sag ich mal, okay. Irgendwas muss es ja geben, was man nur für F-Coin, nur für Premium-Währung bekommt. Wobei, ich meine, du kriegst es ja trotzdem nur für Premium-Währung. Nur du selbst musst sie nicht aufladen. Also, am Battle Pass würde sich nichts ändern. Irgendjemand muss Geld dafür ausgeben. Aber dass man halt zwischen Spielern traden könnte, wäre natürlich hammergeil. Aber wie gesagt, irgendwas gibt es in jedem Game, was man so hat. Aber Couple Housing wäre in meinen Augen das Wichtigste, was sie ändern müssten.